Die 33 Reden von Saint-Germain von Godfrey King. Rede 29. Arcturus spricht. Rede über das musikalische Festspiel auf Soldiers Field. Saint-Germain wünscht, dass ich zu dem mächtigen Vollbringen beim musikalischen Festspiel von gestern Abend Ausdruck gebe. Darf ich zuerst auf meine eigenen bescheidenen Bemühungen in Verbindung mit den Freunden im königlichen Theton am Neujahrstage vor 2 Jahren hinweisen. Damals wurde beschlossen, dass die Aussteifung des Jahrhunderts der Fortschritte in Klammern Century of Progress Exposition zu einem Mittelpunkt aufbauender Tätigkeit werden sollte und die sich an Stärke und Umfang in den kommenden 100 Jahren immer mehr ausweiten sollte. Die leicht vollzogene Eröffnung der Ausstellung war der Auftakt zu der Einführung in das herrliche goldene Zeitalter, das sich durch solches Schaffen auszeichnen wird. So wird das in Klammern Feld der Soldaten zu einem geweihten Grunde, zu einem heiligen Altare göttlicher Tätigkeit in der westlichen Welt und zum Mittelpunkte von ganz Amerika, sofern wir die gesamte Menschheit betrachten. Es würde einen ganzen Band füllen, sollten wir alles darstellen, was vorbereitend geschah und zu dem letzten Abend führte. Doch in Rücksicht auf das menschliche Zeitempfinden kann nur ein kurzer Überblick geboten werden. Bevor ich in der Schilderung fortfahre, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die unvergleichliche Menge von Prunkstücken hinweisen und auf die vielen Völkerschaften, die sich diesen Sommer in Soldiers Field treffen werden. Sie umfassen den Zeitraum von Jesu Auferstehung bis in die Gegenwart. Sie erkennen die Auferstehung, dieses lebenswichtige Geschehen, diesen Höhepunkt aller menschlicher Erfahrung an. Vom Menschen aus gesehen rufen diese Prunkstücke das schlummernde Gedächtnis der Menschheit weithin wach und heben das Wesen jener Tätigkeit in das Licht. Wie leicht übersehen die Menschen höchste Tätigkeiten wegen ihres Unglaubens oder ihrer Nichtanerkennung der wahren Vollkommenheit des Lebens. Denn alles gestaltete Leben ist Gott in Tätigkeit. Leider ist dieses Leben meistens durch menschliche Vorstellungen der Begrenztheit und zerstörerische Eigenschaften gefärbt. Es steht jedem einzelnen Menschen durch Kraft des freien Willens offen, nach seinem Belieben zu tun. Doch wird durch Erkenntnis in kürzester Frist vieles gebessert werden und damit der größere Teil des menschlichen freien Willens, wie er heute bekannt ist, beiseite gestellt. Das wird viele Menschen befähigen, zu erwachen, um sich vor ihrer eigenen Zerstörung zu retten. Hierbei möchte ich anfügen, dass, wenn die Schüler versuchen, nachdem sie den bewussten Pfad bereits betreten haben und aus Mangel an nötiger Selbstsucht meinen, mit dem großen Gesetz spielen zu können, betrübliche Erfahrungen machen werden. Das große Gesetz trifft keine Unterschiede und nimmt die Menschen bei ihren Worten und Gefühlen. Wer meint, er könne ihm entschlüpfen, betrügt sich nur selber. Das kommende Prunkstück der Ketten ist wirklich von großer Bedeutung, denn es dringt in die vibrierende Tätigkeit von der Zeit Jesus bis auf heute ein. Die innere Tätigkeit in und über Soldiers Field gestern Abend war eine der göttlichen Tätigkeiten seit dem Auftauchen der Kumaras in die Gegenwart der Erde.
Kreis um Kreis hob sich über die Oberfläche der Erde und über jene, die auf dem Platze saßen. Der erste Kreis war gebildet aus den Mitgliedern der großen weißen Bruderschaft in ihren goldenen Gewändern aus jenen, deren äußere Gestalt die Auferstehung noch nicht vollzogen hat. Dann folgte die Schar aufgestiegener Meister, nach ihnen die Engel, Devas und 7 von den Cherubinen. Der Kreis über ihnen bestand aus 4 Gottheiten der Berge, von denen ihr 3 bereits kennt. Den 4. werdet ihr noch kennenlernen. Um sie waren die Erzengel unter der Leitung des Erzengels Michael. Um den Lichtkern, mitten auf dem Ausstellungsgebiete, der sich 70 Meter in die Erde und 1700 Meter über sie ausdehnte, waren Saint-Germain, Jesus, der große Meister von Venus und der große göttliche Leiter. Sie schickten mächtige Kraftströme nach allen Teilen der Erde aus, um dort ihr Werk zielsicher zu vollbringen. Als das Lied Heilige Stadt gesungen wurde, wurde das göttliche Muster dessen, was die heilige Stadt auf Erden werden soll, von oben her in seine Lage gebracht, in der es verbleiben wird, bis es im Westen als sichtbare, vibrierende Stadt des Lichtes ersteht. Den genauen Ort darf ich euch heute noch nicht verraten, doch ich versichere euch, es war eine mächtige Tätigkeit, die für die Menschheit der Erde zu mächtiger Wirklichkeit werden wird. Während des Einzelgesangs, in Klammern von Herrn Thomas, begann das große vibrierende Schaffen. Es wurde durch einen großen erhabenen himmlischen Chor aufgenommen und wiedergegeben, dessen Strahlen sich wie eine glitzernde Lichtflut, um Dunkles zu verzehren und Helles zu segnen, über ganz Amerika übergossen. Während des Singens des Halleluja-Chores wurde das ganze Geschehen der eigenen Leitung Jesu unterstellt. Ich versichere euch, die farbigen Umrahmungen waren nicht nur ein Ausdruck menschlicher Ideen, sondern ihre Schöpfer und Gestalter folgten Eingebungen aufgestiegener Meister, besonders von Saint-Germain, damit deren erneuerte, kraftvolle Tätigkeit mehr als 1000-fach verstärkt, eingesetzt werden, um im Leben, in der Seele, im Lichte aus dem Herzen bis zu den Grenzen Amerikas und der Welt weiterzuwirken. Die Darstellung der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung wollte die unvergleichliche Wirkung dieses Geschehens auf die ganze Erde vor die bewusste Aufmerksamkeit der Erde und besonders vor Amerika bringen. Das amerikanische Volk wurde damit aufgerufen, fest zu der ursprünglichen Verfassung der Vereinigten Staaten zu stehen, die eine göttliche Schöpfung war und ist, bis zu der Zeit, da die vollständige Verfassung der aufgestiegenen Meister für die Vereinigten Staaten eingesetzt wird, wenn das goldene Zeitalter weiter aufsteigt. Der goldene Adler und das Wappen stellen den höchsten Grad göttlichen Schutzes für Amerika dar, der nun wieder eingesetzt wird. Die Glocke der Freiheit im kraftvollen Blau ist das Sinnbild der herrlichen Freiheit immerdar für Amerika und die Erde. Befreiung von aller menschlichen Selbstsucht, welche in jedem Falle durch Streben nach persönlichem Vorteil geweckt wird. In allen Zeitaltern blieb sich diese Ursache gleich. Die 4 kraftvollen blauen Strahlen, die über dem Gelände ein Dach bildeten
und denen die meisten Menschen keine besondere Bedeutung beimessen, stellen jene Tätigkeit in der 4. Dimension dar, die für die Erde sichtbar gemacht und nötigenfalls zum Schutze von Amerika dient. Dieses ist das Juwel im Herzen Gottes, denn das flammende Licht von 1000 Sonnen wird auf die Erde niederfallen und alle menschliche Selbstsucht, jeden Missklang auf diesem Planeten verzehren. Der Fächer rosafarbenen Lichtes zu Beginn hatte die Fähigkeit, dem ganzen Geschehen zu dienen. Und über allem stand der große Stern der Liebe und schüttete seine Strahlen über alle die geordneten Kreise großer Wesen. Ich beglückwünsche euch und diesen guten Bruder und die vielen Schüler unseres geliebten Saint-Germain. Und ich danke euch für all euer ernstes, aufrichtiges Schaffen im Dienste der Freiheit. Ich beglückwünsche unseren geliebten Saint-Germain für sein großes Vollbringen in der Schaffung dieses Kerns und danke ihm für seine wundervolle Liebe, sein Licht, sein Wirken während nahezu 200 Jahren, die nun in kurzer Zeit Früchte von solch vollkommener Art zu tragen beginnen, wie es bisher noch in keiner Kulturepoche geschehen ist. Ich verneige mich in Anerkennung seiner großen Liebe, Weisheit und Kraft. Ich beglückwünsche euch, meine geliebten Schwestern und Brüder, für eure Liebe, Beharrlichkeit, Geduld und Tätigkeit für eure Schüler, die euch bereits folgen und die euch noch folgen werden. Wisset immerfort, ich bin die alleinige tätige Gegenwart. Und ihr werdet finden, dass alle Tätigkeit mit der Vollkommenheit dieser Gegenwart übereinstimmen wird. Ich sage euch, es grüßt euch Gott, adieu, doch nicht auf Nimmerwiedersehen. Goodbye, Arcturus.